Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Wer sich gesund ernähren möchte, der verzichtet auf herkömmliche Cornflakes, Pops, Smacks, Bipops und so weiter und kauft sich stattdessen Granola-Müsli beim Supermarkt. Allerdings beinhaltet auch solch ein Müsli immer Zucker und ungesunde Zusatzstoffe. Und deshalb wäre man gut beraten, wenn man sich sein Granola-Müsli einfach selber herstellt. Ich zeige euch daher heute, wie ich ein gesundes, super leckeres Granola-Müsli für meine Tochter herstelle, welche sich nicht Low Carb ernährt. Deshalb wird dieses Müsli jetzt nicht Low Carb sein, aber trotzdem super gesund, ohne Zucker und um ein Vielfaches köstlicher als das im Supermarkt. Die Basis für dieses Müsli sind jetzt hier Bio-Haferflocken. Man könnte auch glutenfreie Bio-Haferflocken verwenden. Dann kommen Bio-Kokosraspeln hinzu. Ferner geben wir dann geschmolzenes bio-natives Kokosöl hinzu. Das hier ist natürlich schon geschmolzen wegen der sommerlichen Temperaturen derzeit. Die flüssigen Zutaten wie jetzt das bio-native Kokosöl und die zwei folgenden Zutaten, Bio-Erdnussmus und Bio-Ahornsirup, die kommen jetzt alle hier in diese Schüssel und werden erstmal gut mit dem Schneebesen verrührt, bevor wir dann diese flüssige Masse zu den trockenen Zutaten hinzugeben werden. Zu den Haferflocken und Kokosraspeln kommt dann noch ordentlich viel Zimt hinzu, möglichst frisch gemahlen und eine Prise Himalaya-Salz, das hatte ich hier wohl vergessen zu filmen. Und dann kommt die flüssige Masse hinzu und jetzt wird einfach alles gründlich vermischt und kommt dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und wird dort gut gleichmäßig verteilt. Den Ofen haben wir schon vorgeheizt und sobald wir alles gleichmäßig verteilt haben, kommt jetzt das Blech hier in den Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird jetzt gebacken. Zwischendurch nach etwa 10 Minuten wenden wir das Ganze noch einmal, damit das Granola von allen Seiten gleichmäßig gebacken wird. Und das geht auch relativ schnell, deswegen muss man aufpassen. Und nach maximal 10 Minuten einmal wenden und dann wiederum maximal 10 Minuten im Ofen lassen und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Jetzt wird das Ganze einfach schön abkühlen gelassen, bevor wir es dann in ein Glas füllen. Wichtig hier noch zu erwähnen ist, dass ich Samen und Nüsse absichtlich nicht da reingegeben habe, weil diese beim Rösten dann Schaden nehmen. Denn die ungesättigten Fettsäuren, die als herzgesund und cholesterinsenkend gelten, werden durch das Rösten empfänglicher für Schäden und/oder Oxidation. Schädliche freie Radikale können dabei entstehen, die wiederum Zellschäden verursachen können. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Nüsse und die Samen hinterher zugibt, wie wir das hier jetzt tun. Also in rohem Zustand. Noch besser, wenn man sie vorher eingeweicht hat über Nacht und sie dann wieder hat trocknen lassen. Mein Video dazu, warum man Nüsse, Samen, Getreide einweichen, noch besser keimen lassen sollte, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Röstprozesse können bei Nüssen und Samen auch Transfettsäuren entstehen lassen und Transfette können Verkalkungen der Blutgefäße fördern sowie das Risiko für Demenz, Diabetes und Übergewicht steigen lassen. Und da Nüsse sehr hervorragende Vitalstoffquellen sind, da sie viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Antioxidantien enthalten, und da manche Vitalstoffe jedoch hitzeempfindlich sind, ist anzunehmen, dass beim Rösten ein Teil der enthaltenen Vitamine und/oder Antioxidantien verloren geht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Nüsse und Samen erst hinterher in rohem und noch besser in gekeimtem und wieder getrocknetem Zustand hinzusetzt. Und da Nüsse auch eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße sind, sollte man sie unbedingt hinzugeben. Denn der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Ja, und jetzt könnte man dieses leckere Müsli, was übrigens sehr viel leckerer schmeckt als das gekaufte, mit nochmals zusätzlich Nüssen und Samen hier garnieren und mit verschiedenen frischen Beerensorten jetzt im Sommer wie Heidelbeeren und Himbeeren. Heidelbeeren stecken voller Anthocyane und ganz nebenbei helfen sie bei allerlei Leiden wie Verdauungsproblemen, Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wildheidelbeeren wären da natürlich um ein Vielfaches gesünder. Nicht nur, weil sie noch ursprünglich sind und nicht gezüchtet wurden und weil sie nicht gespritzt sind, sondern vor allem auch, weil sie einen weitaus höheren Anthocyangehalt aufweisen als Kulturheidelbeeren. Und dies trifft genauso auf Maulbeeren zu, die ich hier in getrockneter Form hinzugebe, die ein Superfood sind und durch die beachtlichen Mengen an Resveratrol, einem Pflanzenstoff mit antioxidativen Eigenschaften, helfen Maulbeeren auch, den Alterungsprozess zu verlangsamen und sie bringen Nährstoffpower und sind Vitaminbomben. Man kann sie relativ leicht bestellen online und die sind auch gar nicht so teuer. Das leckere, gesunde Müsli könnte man natürlich jetzt auch mit meinem gesunden Kokosjoghurt zusammen servieren, abgesehen davon, dass man es natürlich
mit Milch konsumiert. Und um es vegan zu halten, könnte man es auch mit Kokosmilch zum Beispiel servieren. Mein Video zum Kokosjoghurt und zur Kokosmilch, wie man die herstellt, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Ja, und was den Hafer betrifft, also die Haferflocken, so sind sie von allen geläufigen Getreidearten vermutlich die mit Abstand beste und gesündeste Getreideart, denn Hafer und auch Haferflocken sind glutenarm und gleichzeitig deutlich nährstoffreicher als alle anderen Getreidearten. Hafer ist ein hervorragender Nährstofflieferant und versorgt, im Gegensatz zu Reis oder vielen anderen Getreidearten, bereits über kleine Verzehrmengen mit einer großen Anzahl sowie interessanten Mengen einiger wichtiger Nähr- und Vitalstoffe. Deshalb eignet er sich bestens als Basiszutat für dieses gesunde, leckere, vegane Granola-Müsli, welches man besten Gewissens täglich zum Frühstück konsumieren könnte. Ja, damit ist das Video beendet und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.